Hallo zusammen, liebe Musikfreunde. Ich habe mir überlegt, eine neue Reihe ins Leben zu rufen. In dem Fall eine Review-Reihe zu diversen Alben. Habe mir überlegt, natürlich den Bereich EDM abzudecken. Ich werde mich beschäftigen sowohl mit Oldschool-Alben als auch mit moderneren Alben im Genrebereich Trance, Drum and Bass und diverse weitere. Also ich bin da auch relativ offen, werde euch vielleicht auch ein bisschen überraschen dabei. Möchte es auch immer überraschend halten, auch interessant halten. Und ja, ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal an. Grundsätzlich jetzt zum Aufbau kann ich sagen, es wird erst einen kleinen Einstieg geben, wo ich dann noch ein bisschen was über die Hard Facts und Credits zu den Alben erzähle. Dann gibt es ein Song-by-Song-Review, wo ich ein bisschen auf die Albumtracks eingehe und da auch wahrscheinlich, je nachdem, ob Copyright das für mich zulässt, werde ich dann auch ein paar Beispiele zeigen, also Hörbeispiele. Natürlich nicht die ganzen Tracks, aber so 10 Sekunden habe ich angedacht. Muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Nach dem Track-by-Track-Review kommt dann natürlich ein Fazit und eine Wertung. Ich bin jemand, der sehr objektiv auch an die Sachen rangeht. Also das kann auch mal sein, dass ich da jetzt natürlich nicht bei jedem Album eine 10 von 10 gebe. Also auch wenn ich jetzt für eure Favoriten mal eine etwas niedrigere Wertung gebe oder eine mittelmäßige Wertung, heißt das ja nicht gleich, dass das Album schlecht ist. Nur mal das so als Info. Und dann gibt es noch einen kleinen Abschluss und das war's dann. Also und ich versuche natürlich auch so viele Alben wie möglich zu präsentieren. Muss mal gucken, wie das wird. Ja, das erste Album, mit dem ich mich beschäftigen werde, ist das Debütalbum, wie ihr wahrscheinlich hier schon sehen könnt, von Paul van Dyk, 45 RPM, was 1994 auf dem Berliner Kultlabel MFS erschienen ist. MFS steht für Masterminded for Success. Und ich gehe jetzt ein bisschen erstmal zunächst auf ein paar Informationen über das Album, ein paar Hard Facts und über die Credits ein paar Infos. Das Album ist, man kann im Grunde genommen sagen, das Album ist quasi zweigeteilt. Also die eine Hälfte hat der Paul van Dyk zusammen mit dem Christian Graupener gemacht, der auch bei den Credits steht er nur als Wurf mit drin, wurde quasi co-produziert und engineert. Und der andere Teil, hat Paul zusammen mit Johnny Klimek gemacht. Ja, der Paul van Dyk hat auch selber behauptet, dass der Johnny Klimek ihm sehr viel geholfen hat, was jetzt Mixing-Sachen angeht. Also da hat er unheimlich viel von dem wohl gelernt. Und der Johnny Klimek ist ein berühmter Filmkomponist, der dann ein paar Jahre später zum Beispiel Lola Rent komponiert. Also ja, relativ interessante Hintergrundinformationen. Dann haben wir zusätzlich noch bei einigen Tracks gibt's ja so weibliche Vocals, die stammen von der Ex-Frau von Paul van Dyk, Natascha Seidel. Und das Artwork von der Scheibe, also hat gemacht der Mark Schilkowski. Das ist einer, der hat dann auch unter anderem für Scooter ein paar Alben entworfen, die Artworks und noch für diverse andere Bands. Und ja, sind so ein paar Hintergrundinformationen. Und als nächstes gehen wir dann zum Song-by-Song-Review. Das Album beginnt mit dem Track Introjection, heißt der erste Track. Das ist man kann sagen, ein Ambient-Einstieg. Bietet unter anderem schöne Flächen, so blubbernde LFO-Sequenzen, die von Flare hoch und wieder anschwillen, abschwillen und so weiter. Also ist ein typischer Ambient-Track, auch gar nicht mal ungelungen, meiner Meinung nach. Ist eigentlich ein guter Track, um so ein Album einzuleiten. Hat man ja damals auch sehr gerne gemacht, dass man so Ambient-Tracks benutzt hat als Einstieg in ein Album. Durchaus ist ein guter Track, ist halt als Einstieg gedacht, logischerweise. Dann Track Nummer 2 ist dann I'm Coming to Take You Away. Ist für mich eigentlich schon eins der Highlights, kann man sagen. Wahrscheinlich Top 3, Top 4 kann man vielleicht sagen. Ist schon eher relativ monoton und düster gehalten, kann man sagen. Ist musikalisch auch eher simpel. Also hat eigentlich nur 2 Akkorde, also ist relativ simpel gehalten. Sounddesign ist relativ interessant. Also sind jetzt nur Beispiele, die ich jetzt nenne. Also man hat zum Beispiel Noise, also gibt es dabei perkussive Klicks, ein paar Gated Sounds sind dabei.
und so weiter. Dann hat man natürlich auch Panning-Sounds, also die links, rechts im Panorama hin und her laufen. Dann Vocals auch von dieser Natascha Seidel, von seiner Ex-Frau. Und gleich auch zu dem Track habe ich auch dann natürlich eine Hörprobe, die ihr euch jetzt hier anhören könnt. Dann der nächste Track, den wir haben, ist Track Nummer 3. Das ist wahrscheinlich der mit Abstand größte Klassiker auf dem Album, Fallen Angel. Kennt wahrscheinlich jeder, der mit Trance was zu tun hat, kennt den Track wahrscheinlich. Also wie gesagt, ist ein Klassiker, war aber damals noch nicht so der Riesenhit. Das ist erst ein Riesenhit geworden mit der Version, die dann später kam, ich glaube 98, die Version. Das Original, was wir hier auf dem Debütalbum haben, hat halt eine sehr zeitlose Melodie, sage ich mal, die musikalisch gar nicht mal so überkomplex ist oder virtuos. Also es ist keine virtuose Melodie, die wir hier haben, aber ist halt trotzdem sehr gut. Was die Produktion angeht, ist das schon relativ gut auch geschichtet, will ich mal sagen. Also da haben wir schon mehrere Sounds, die zu dem Ganzen beitragen, will ich das mal so grob sagen. Also es ist schon nicht schlecht gemacht und wie gesagt, ist ein Klassiker und natürlich ist das wahrscheinlich auch der beste Track von dem Album und deswegen gibt es hier direkt die nächste Hörprobe. Dann haben wir den nächsten Track, das ist dann die Nummer 4. Da fängt das Album für mich leider an, ein bisschen auch Schwachpunkte zu zeigen. Also wir haben mit 45 RPM, was der Titeltrack ist, das ist so ein bisschen so ein straightforward 4 to the floor, fast schon eher Dance-Track kann man sagen. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Trance ist richtig, es ist eher Dance. Also ist eher eine Clubnummer, hat halt auch nicht so ganz den atmosphärischen Tiefgang, also auch jetzt keine besondere Melodie. Es ist ein solider Track, aber schon eher Mittelmaß, sag ich mal. Dann der nächste Track ist auch ähnlich, haben wir mit Spannung oder Tension auch in Klammern. Hat einen sehr, sehr langsamen Aufbau. Der Beat geht hier in dem Fall fast schon auch Richtung House. Ist aber auch ein Track, der relativ monoton ist und auch nicht so ganz die nötige Dichte hat für mich persönlich. Also wie gesagt, es ist immer von meiner Warte aus, von meinem Standpunkt aus und hat für mich, wie gesagt, nicht ganz die nötige Tiefe. Track Nummer 6 wäre dann Emergency. Das ist auch eines der Highlights, sehr atmosphärischer Track, ein sehr entspannter Track, auch tranciger wieder ein bisschen mehr. Und da haben wir eine Gitarre, also eine Strumming-Gitarre, also es ist nur so ein Strumming, was da wahrscheinlich abgesampelt wurde oder so, oder auch eingespielt, weiß ich jetzt nicht genau, wie sie das gemacht haben. Von Felix Konrad heißt derjenige, der das gemacht hat. Bringt noch so eine ganz leicht organische Note rein. Ist aber einer der besten Tracks vom Album, würde ich behaupten. Dann haben wir den Track Rushin. Ist für mich das Lowlight vom Album, also ein relativ schwacher Song, muss man ehrlich sagen. Sehr monoton und es ist auch, die Spuren wirken relativ leer. Also es ist eigentlich der am wenigsten dichte Song vom Album. Sehr, sehr spurenarm wirkt der Song, also für mich der schwächste Song vom Album, muss ich sagen. Dann haben wir Track Nummer 8, ist dann Pump This Party, heißt der Track. Ist auch eher ein relativ, ich will nicht sagen flacher Track, aber ist halt ein typischer Club-Sound mit dem Yo-Yo DJ Pump This Party Sample von Dupree. Das im Original war das, glaube ich, von Dupree, was dann abgesampelt wurde. Wahrscheinlich ist eine relativ solide Nummer, aber halt auch nicht unbedingt jetzt tiefgründig oder so. Also ist halt eine Clubnummer, wie gesagt eine Retro-Clubnummer. Also es klingt aus heutiger Sicht auch ein bisschen veraltet, aber ist auch soweit Mittelmaß, würde ich es behaupten. Track 9 wäre dann Ulala im Krankenhausmix. Geiler Titel übrigens. Der Track ist für mich auch insgesamt einer der schwächsten Momente auf dem Album. Ja, ist eine relativ seichte, danzige Nummer, sag ich mal. Also nichts wirklich Besonderes. Dann kommt mit A Magical Moment, ist neben Fallen Angel wahrscheinlich das Highlight vom Album. Ist ein sehr hypnotischer, sehr atmosphärischer Track. Man muss aber sagen, wenn man einen Nachteil oder wenn man was Negatives anbringen möchte bei dem Track, der ist sehr, sehr repetitiv. Also wir haben die melodischen Aspekte, die wiederholen sich halt schon sehr, sehr stark.
trotzdem ein toller Track, in dem man auch versinken kann. Also einer der besten Tracks oder wie gesagt neben Fallen Angel der beste Track vom Album. Dann hätten wir Pump This 45, das ist quasi, ja, kann man so sagen, ein weiterer Mix von Pump This Party. Diesmal ein bisschen tranziger vielleicht angehaucht, auch mit einem sehr guten Übergang zum Finale vom Album. Aber auch jetzt nichts wirklich Essentielles, würde ich sagen. Also, ne, das kommt halt nicht an die besten 2, 3 Tracks vom Album ran, bei weitem nicht. Als letzten Track vom Album haben wir dann Ejiculautro, was ähnlich wie der Opener ist, also auch wieder ein Ambient-Stück mit sehr ähnlichen Sounds, auch wieder so blubbernde Sounds, die anschwillen, abschwillen und so weiter, LFO-Sequenzen, sehr, sehr Ambient-lastig, was mir auch persönlich übrigens sehr, sehr gut, mir gefallen die beiden Ambient-Tracks wahnsinnig gut, also ich bin ja sowieso auch ein Fan von Ambient-Sachen wie Brian Eno und so weiter. Und die beiden, da sieht man schon auch eine gewisse Qualität, sag ich mal. Also das ist schon ganz gut gemacht. Kommen wir dann zum Fazit von dem Album und zu einer Wertung. Ja, als Debütalbum, es war in Ordnung gewesen. Es ist ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Zeitzeugnis damals. Wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, wenn man so Retro-Alben bewertet. Ist natürlich aus heutiger Sicht, ist der Sound natürlich schon ein bisschen altbacken und nicht so ganz vielschichtig, nicht so ganz dicht. Das habe ich aber alles natürlich berücksichtigt und für mich persönlich, ja, man hat natürlich mit Fallen Angel den Übersong hier auf dem Album drauf, mit dem der Paul van Dyk dann auch legendär geworden ist. Dann gibt es auch A Magical Moment, Emergency und I'm Coming to Take You Away. Das sind so meine, sagen wir mal, das sind so die 4 Top-Tracks. Dahinter stellenweise ein bisschen dünn für meine Begriffe, also deswegen komme ich halt im Gesamten auf eine Gesamtwertung dann von 6,2 von 10 Punkten. Ja, ist als Einstieg aber vollkommen in Ordnung. Also ist noch nicht das Überalbum. Ja, ganz solider Einstieg. Für mich halt kein Überalbum, für mich persönlich. Aber das war auch jetzt nur mein Blick auf das Debütalbum von Paul van Dyk. Mich würde natürlich interessieren, was ist eure Meinung zu dem Album? Also wie würdet ihr das bewerten? Wie seht ihr das? Schreibt mal ruhig eure Kommentare unten rein. Falls ihr weitere Reviews in dieser oder ähnlichen Art nicht verpassen wollt, dann subscribt natürlich, abonniert den Kanal und ja, dann danke ich euch schon mal fürs Einschalten und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.